Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Ja, was soll ich sagen? Schon ist die Mauer fertig. Ja, und oben die Mauer auch. Ja, das sieht doch mal toll aus. Ja. Für die Klingel und so weiter haben sie auch direkt verlegt. Ja, das ist wirklich schön. Wirklich schön, was sie gemacht haben. Fehlt jetzt eigentlich nur noch ein bisschen Farbe hier. Ja, die Außenmauer ist auch schön geworden. Da gibt es sofort einen Abfluss. Ja, und jetzt muss noch die gesamte Mauer erhöht werden um 1 Meter. Und das bis hinten zur Grundstücksgrenze. Oh oh. Muito trabalho. Aber ja, wie ihr sehen könnt, es geht in Riesenschritten vorwärts. Und das ist auch gut so. Die Mauer ist wirklich schön geworden. Ist wirklich schön geworden. Gefällt mir. Oh. Ja, und jetzt gehen wir mal nach oben und schauen mal, was sich dort getan hat. Ja, Farbe fehlt, das ist klar, aber die kommt dann zum Schluss noch. Rote Farbe. Aha. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Hier können wir alles mit Erde auffüllen. Ja, wunderbar, wunderbar. Ich hoffe, die Musik stört YouTube nicht. Deswegen rede ich jetzt einfach irgendwas dazwischen. Ja, und gehen wir mal kurz hier unten rein. Ja, hier hat sich nicht so viel getan. Wir haben nämlich im Außenbereich jede Menge gemacht. Ja, hier fehlt eigentlich nur noch so das letzte Finishing. Und die Türen natürlich. Schön, schön. Da zeige ich euch den Außenbereich nochmal von der Weinpresse. Der ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Ja, war auch eine enorme Planungsarbeit, die wir da machen mussten. Das war ziemlich aufregend, weil wir haben hier jede Menge Probleme gehabt mit riesigen Steinen, die also mal 3-4 Tonnen wiegen und die dann auseinander gedeppert wurden. Ja, unten geht es dann zu unserem Weinkeller. Da wird dann noch eine kleine Treppe eingelassen, ja, vielmehr so eine, wie nennt man das, so eine Leiter, eine Metallleiter, wenn wir da rein tun. Ja, und hier haben wir jetzt jede Menge Platz unter der Weinpresse. Hier muss man jetzt sich nicht mehr verbiegen. Hier ist die neue Steinmauer mit einer Treppe hier hoch. Ja, und dann kommt man perfekt zum Garten. Ist das nicht schön? Aha. Ja, und da vorne stehen schon die Schubkarren, weil ich wollte jetzt gleich ein Barbecue vorbereiten für die Arbeiter hier. Dann werden sie einfach eine Stunde vorher Feierabend machen. Wird unserem Auftragnehmer nicht sonderlich gut gefallen, aber ja. Ne? Tja, ja, er ist halt der Boss. Aber manche Leute sind dann auch der Boss. Ja, dann können wir hier noch ein bisschen Holz mitnehmen. Mache ich auch direkt. Ein bisschen kleines Holz, zack, zack. Ein bisschen was zum Verbrennen. Ja. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir das Feuer anfachen so langsam. Ja, toll. Ah, da unten haben sie Rinnen reingehauen.
Die werden, ja, man haut da zuerst Rinnen rein, dann werden diese Rinnen neu verputzt. Aber dann kann die Wasserisolation daran haften, die wir da auch noch anbringen müssen, weil ja, diese Mauer dort ist direkt am Hang hier. Und während der Regenzeit dringt da Wasser ein. Ja, wir machen das schon. Wir machen das schon. So, jetzt mal schnell hoch. Dann kann ich wenigstens das Feuer schon mal anzünden. Ja, hier kommt ja überall Rauchholz drauf. Naja. Ach ja, unsere Badewanne ist angekommen. Ja, die kann ich euch jetzt leider nicht so zeigen. Aber ja, wenn Zeit ist, blende ich euch die mal ein. Und wie der Zufall so will, kommt sie ursprünglich wohl aus der Schweiz. Und zwar 5 Kilometer von unserem alten Heimatort weg. Ja, Zufälle gibt's, hä? Ja, und jetzt werde ich hier mal ein Feuer entfachen. Ja, und dann mal gucken. Ja, das Fleisch mal präparieren. Und ich muss auch noch Lorbeer besorgen für das Fleisch. Ja, gucken wir mal. Ja, soweit so gut. Und ich melde mich auf jeden Fall später nochmal. Bis später. Ciao. Ja, das Barbecue ist gleich fertig. Die Arbeiter hören gleich auf zu arbeiten. Und dann wird erstmal ein bisschen Fleisch gegessen. Und ein paar Bierchen werden genommen. Ja, und Judith wird nicht teilnehmen können an unserem Barbecue. Denn ihr ist gerade was passiert im Tunnel nach Santana. Aber nicht das, was ihr denkt. Sondern sie hat dort mitten im Tunnel wohl eine ausgesetzte kleine Katze gesehen. Gerade mal 1 Monat alt, schätze ich. Ja, und sie ist meine Frau, ne? Natürlich konnte sie nicht weiterfahren. Ja, jetzt hat sie die mitgenommen. Total herzig, das kleine Kätzchen. Ja, und jetzt ist sie direkt mit ihr zum Tierarzt gefahren, damit wir in Erfahrung bringen, was sie essen kann und wie wir sie füttern können in den nächsten Tagen, weil sie wurde viel zu früh, glaube ich, von der Mutter getrennt. Sehr klein, aber herzig. Ja, und jetzt fährt sie gerade zum Tierarzt und dann gucken wir mal. Ja, und das nächste Video werdet ihr bestimmt schon von ihr dann sehen können nach unserem kleinen Barbecue. Ja, wollen wir mal sehen, wo das hinführt, hä? Tja, ja, Schicksal, ne? So sieht's aus. Ja, ich sag jetzt einfach mal bis später, Leute. Ciao.